Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freunde vom Haus Messerli, werden Sie jeweils zum Ende des Jahres auch ein bisschen nostalgisch? Also normalerweise sind wir ja in unserer Branche mit den Gedanken so stark in der Zukunft, dass ein bisschen wie Zeit fehlt, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber als ich vor kurzem das gefunden habe, bin ich doch gerade selber ein bisschen in der Nostalgie versunken. Das ist die Firmenchronik, die mein Vater 1982 von seinen Mitarbeitenden geschenkt bekommen hat und seitdem selber noch ergänzt hat. Haben Sie Lust, einmal einen Blick hineinzuwerfen? Es ist die Geschichte von der Firma Messerli, von meinem Vater und von unserer Familie. Aber vor allem ist es Geschichte über Optimismus, Beharrlichkeit und Mut. Und darum finde ich, sie passt perfekt in die Weihnachtszeit hinein. Es war einmal ein junger Unternehmer aus dem Zürich Oberland, der außergewöhnliche Schaufensterdekorationen gemacht hat. Das tönt zuerst einmal ein bisschen gewöhnlich, bis wir erfahren, dass der junge Mann Schwierigkeiten damit hatte, Farben Rot und Grün zu unterscheiden. Er war aber entschlossen, seinen kreativen Traum trotzdem zu verwirklichen und hat sich darum beharrlich und mit viel Unterstützung von guten Freunden durch die Kunstgewerbeschule geschmuggelt. Jetzt hat er sich im Keller von seinem Einfamilienhaus in Wetzikon sein Atelier eingerichtet. Dort war immer viel Betrieb. Da ist gemalt, geklebt, gesagt, gezimmert und gewerkelt worden. Und immer war er auf der Suche nach der nächsten grossen Idee, die die Schaufenster zum besonderen Blickfang und seine Kunden erfolgreich gemacht hat. Seine Kreationen haben Aufsehen erregt. Die Auftragsbücher haben sich gefüllt und bald hat der junge Mann seine ganze Familie in die Produktion mit einbezogen. Das ist so weit gegangen, dass für einen Auftrag sogar der Garten von der Schwiegermutter als weitere Produktionsstätte herhalten musste. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt. Der junge Unternehmer hat förmlich von Ideen gesprüht. Und was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat, hat er amig recht beharrlich durchgezogen. Der Schaffensdrang hat ihm eines Tages den Auftrag eingebracht, um den ganzen Messestand zu dekorieren. In dem Moment hat langsam eine neue Idee angefangen zu reifen. Könnte das the next big thing für ihn sein? So hat er sich immer mehr darauf fokussiert, für seine Kunden Messeauftritte zu realisieren. Bis er eines Tages ein Inserat in der Zeitung gesehen hat. Gesucht, Vertretung für Messebausysteme. Und das war sie, die grosse Idee. Ein Messestand zum Mieten. Für die damalige Zeit eine absolute Revolution. Die Umsetzung dieser Idee hat einiges an unternehmerischem Mut gefordert. Die nötigen Investitionen sind sehr hoch und der Erfolg keinesfalls garantiert. Aber seine Beharrlichkeit und sein Optimismus sind belohnt worden. Die Mietstände sind sehr gefragt und darum hat er kurz vor Weihnachten 1966 entschieden, seine Schaufensterkunden aufzugeben und sich voll auf ganz auf Messebau zu konzentrieren. So ist das Unternehmen gewachsen, bald von einer Einzelfirma zur AG geworden und mehrfach seine Liegenschaften entwachsen. Man hat ins Ausland expandiert, ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und hat schließlich in einem revolutionären Neubau aus Glas in Wetzikon sein permanentes Zuhause gefunden. Das Palmhaus war nämlich 1990 eines der ersten Energiesparhäuser der Schweiz. Eine weitere Idee des Unternehmers, die ihn nicht mehr losgelassen hat, bis er sie umsetzen konnte. So ist die Zeit vergangen. Gefühlt natürlich immer schneller und auch die Gesellschaft hat sich immer schneller verändert. Aus dem rastlosen Jungunternehmer ist inzwischen der Patron von einem gestandenen und krisenerprobten Unternehmen geworden. Gewisse Sachen ändern sich nie. Immer noch hat er die nächste grosse Idee gesucht und immer noch hat die ganze Familie dürfen mit anpacken. So ist es dann auch gekommen, dass ich in den 90er Jahren mit der Führung und der Weiterentwicklung des Unternehmens vertraut worden bin. Für mich war der next big thing, dass Marken eben nicht nur an einer Messe erlebt werden, sondern auch an Events oder direkt am Verkaufspunkt.
Begegnungen zwischen den Menschen und den Marken zu ermöglichen und zu gestalten. Und zwar an allen Verkaufspunkten. Das war mein Fokus. Konsequent habe ich damit angefangen, das Unternehmen breiter aufzustellen, sich mit Partnern zu formieren und habe schliesslich eine schlagkräftige Unternehmergruppe gegründet, die für ihre Kunden alle Wünsche im Bereich von Live Communication abdecken konnte. Bald habe ich aber realisiert, dass das Erleben von einer Marke längst nicht mehr nur live passiert. Die digitale Präsenz der Unternehmen hat immer stärker an Bedeutung gewonnen. Schließlich hat jeder einen kleinen Supercomputer mit mobiler Internetverbindung im Hosensack umgetragen. Und so habe ich mit meinen Mitarbeitern neue Wege gesucht, zum digitalen Erlebnis mit in den Auftritt einfließen zu lassen, damit das Erlebnis auch noch nach dem Event oder nach dem Messebesuch wirken kann. Was sich dort aber noch keiner vorstellen konnte, ist, dass der next big thing dann eben eine Pandemie war, wo das eigentliche Kerngeschäft, die Live-Begegnung des Menschen, komplett zum Stillstand gebracht hat. Für fast 2 Jahre war viel Beharrlichkeit und noch mehr Optimismus nötig, um die Firmen am Laufen zu halten. Aber einmal mehr hat sich der unternehmerische Mut von der Vergangenheit ausgezahlt. Weil Live Experience geht eben überall auch online. Und mit den Erfahrungen aus dem Digitalbereich hat man den Kundinnen und Kunden auch zu Zeiten von Veranstaltungsverbot Wege aufzeigen, wie sie ihre Kommunikationsziele erreichen können. Und jetzt, wo man weiss, wie wichtig echte Begegnungen für die Menschen sind, kann man es kaum erwarten, das Beste aus beiden Welten, live und online, zu verbinden. Ja, wie die Geschichte weitergeht, wird nur die Zukunft zeigen. Es ist jedoch sicher, die neue Realität ist für uns bei Messerli längst zum Alltag geworden. Und ganz in der Tradition von unserem Unternehmen und von meiner Familie ist unser Blick nach vorne gerichtet, immer auf die Suche nach der nächsten grossen Idee. Wir wünschen Ihnen für die kommende Weihnachtszeit und das neue Jahr ebenfalls viel Optimismus, Mut und Beharrlichkeit. Und um bei den Traditionen zu bleiben, seit 2003 gibt es von Messerli jedes Jahr eine Musikcompilation mit unseren Lieblingssongs drauf. Die neue Playlist Winter 2021 können Sie jetzt auf Spotify hören. Und für begeisterte Sammler von unserer CD haben wir ein besonderes Goodie. Wir verschenken nämlich 10 von diesen CD-Boxen mit jeweils 7 CDs aus dem Archiv, die man nicht mehr kaufen kann. Schreiben Sie uns ein Interesse, ein kurzes Mail info@messerli.live. Die ersten 10 kommen so eine CD-Box zugeschickt über. Viel Spass, bleiben Sie gesund, danke vielmals und schöne Festtage.